Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute habe ich eine ganz wunderschöne Sommertorte für euch, und zwar eine Grillage-Torte. Das ist eine Spezialität vom Niederrhein. Es ist im Grunde eine Eissplittertorte, das kennt ihr sicherlich alle. Und ich habe mir gedacht, diese Torte muss ich euch unbedingt einmal zeigen. Sie ist einfach so fantastisch. Sie besteht bei mir aus einem Mürbteigboden, aus einer Schicht an Marmelade, meinem Sugar Princess Biskuit, und zwar ein Boden. Dann am Vortag bereiten wir uns auch die Baiser-Böden vor. 2 Stück kommen in die Torte. Dazu kommt eine fantastische Schlagsahne. Und dann wird die Torte natürlich am Schluss noch wunderschön eingekleidet. Die Zutaten für diese unglaublich schöne Torte findet ihr wie immer hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Und da stehen dann alle Zutaten drin und auch der Link zum Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Und auch der Link zu meinem Shop, denn dort läuft noch bis Ende Juli die super Sommeraktion mit 10% Rabatt. Also wenn ihr euch schon immer was gewünscht habt und jetzt ist die Gelegenheit günstig, 10% Rabatt mit dem Code SOMMER25. Und bevor wir jetzt ins Rezept starten, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke aktivieren hier, dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Immer sonntags um 10 Uhr gibt es ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Wir starten gleich ins Rezept. Für den Baiser-Boden, den müssen wir uns am Vortag vorbacken. Da geben wir uns die Eier in eine Schüssel. Das sind 5 Eiweiß von großen Eiern. In eine Schüssel geben. Das sind so etwa 200 Gramm Eiweiß. Und natürlich die Prise Salz dazu, dann lässt sich es besser aufschlagen. Und dann kommt unser Zucker dazu. 250 Gramm Zucker. Wir schlagen unser Eiweiß jetzt erst an und dann lassen wir den Zucker nach und nach hinzurieseln. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr hier nicht aufhört zu schlagen. Das reicht bei weitem nicht. Also wenn es so zusammenfließt, ist es überhaupt nicht richtig. Die Masse sollte so 10 bis 15 Minuten geschlagen werden und schön glänzen und absolut guten Stand haben. Dann erst ist sie richtig für unseren Boden. So, und ihr seht, da bleiben wirklich gut Spitzen stehen. So muss die Masse aussehen. 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten. Ihr könnt natürlich selbstverständlich auch die Küchenmaschine nehmen dafür. Wir verteilen uns jetzt unsere Masse auf die beiden Backbleche. Den Ofen hatte ich mir schon vorgeheizt auf 120 Grad Umluft, denn ich backe 2 Böden. So, und der Aufbau ist so, da ist das Blech. Das ist jetzt hier mein Sugar Princess Backblech mit dem Wellendesign. Da wird das Gargut besonders schön und gleichmäßig gar. Darauf stelle ich jetzt einfach den 26er Springformring und streiche mir die Hälfte meiner Creme hier rein. Die Hälfte ungefähr. Mal gucken, wie dick der Boden dann ist. Die Streichhelfer verwenden. Die ist jetzt auch wieder perfekt dafür. Und schön in dem Ring glatt streichen. Ich habe jetzt hier ein Backsilikon auf dem Backblech, aber ihr könnt auch ein Backpapier verwenden. So, hochziehen, den gerade beiseite, den zweiten Boden noch aufstreichen und dann backen. So, schön glatt gestrichen, wieder hochziehen einfach. Wir können backen. Los geht's! Zehn Minuten jetzt bei dieser Temperatur backen ungefähr. Dann den Ofen ausstellen, die Tür leicht öffnen und 4 Stunden trocknen lassen bei fallender Temperatur. So, und wie gesagt, nach 10 Minuten dann ausstellen und ganz leicht die Tür öffnen. Wenn ihr einen Ofen habt, der oben aufgeht, dann einfach einen Kochlöffel einklemmen nach den 10 Minuten, sodass jetzt einfach die Temperatur so ganz langsam abnimmt. 4 Stunden mindestens, kann auch ruhig länger sein. Ja, und dann sind die Böden fertig. So, und für den Krokant geben wir uns einfach mal so 2 Esslöffel Butter in eine Pfanne. Dazu kommen 200 Gramm gehackte Mandeln und 200 Gramm Zucker. Die lasse ich mir miteinander schmelzen und dann karamellisiert der Zucker mit den Mandeln und das wird wunderbar. Wird ein wunderbarer selbstgemachter Krokant. Und natürlich kann man den Krokant auch kaufen, aber der ist erstens sehr, sehr teuer und zweitens
Es schmeckt selbstgemachter Krokant einfach viel, viel besser. Den Zucker so schön rings um die gehackten Mandeln karamellisieren lassen. Das alles natürlich auf höchster Hitze. Deswegen auch ständig bewegen. Und das ist die berühmte Grillage. Französisch. Also gegrilltes sozusagen, geröstetes. Und im Rheinland heißt es dann Grillage. So, und wenn es so aussieht, also wirklich schön dunkel ist, einige Teile noch hell sind, dann können wir eigentlich so langsam uns vorbereiten auf das Ausschütten auf dem Papier, auf dem Backpapier oder auf dem Backsilikon. Ich denke, unser Krokant ist jetzt langsam fertig. Duftet auch super lecker. So, und ich habe jetzt hier ein schönes Backsilikon. Darauf gebe ich jetzt mein Karamell. Und dann wirklich darauf achten, dass es nicht im Klumpen jetzt hier auf dem Backsilikon landet, sondern wirklich schön verteilt wird. Zur Not auch 2 verwenden. Und so ein bisschen bewegen einfach beim Abkühlen. Ja, da kann man auch gut 2 Silikone verwenden. Und dann habt ihr euer selbstgemachtes, fantastisches Krokant. So, ihr seht, das ist jetzt mein schön vorgebackener Baiserboden. Der ist relativ dünn, also wenn ihr einen dickeren reinlegen wollt in die Torte und nur einen verwenden wollt, ist es auch kein Thema. Für den Mürbteig, den wir uns eigentlich auch am Vortag backen könnten, streng genommen, geben wir uns 300 Gramm Mehl in eine Schüssel. Hinzu kommt 200 Gramm weiche Butter. Also das ist ein ganz klassischer 3-2-1-Teig, 3-2-1 Mürbeteig. So, und 100 Gramm Zucker noch dazu. Nicht zu vergessen, bei allen Gebäcken eine Prise Salz für den ausgewogenen Geschmack. Ganz, ganz wichtig. Und ich gebe noch etwas Vanilleextrakt hinzu. Einfach so ungefähr einen Teelöffel. Ups, ja, so in der Art. Das rasch miteinander verkneten und dann eine halbe Stunde kalt stellen. Und dann können wir den Teig ausrollen. Also eigentlich ist es sinnvoll, den auch am Vortag zuzubereiten. So, wenn die Masse so schön krümelig ist, dann können wir sie eigentlich besser noch mit den Händen kurz zusammenkneten, bis ein schöner, geschmeidiger Mürbeteig entstanden ist. Ich gebe ihn jetzt mal hier auf meine Arbeitsfläche, dann geht es einfacher. Gerade schön zusammenkneten und kein weiteres Mehl dazugeben, auch wenn das zwischendurch so aussieht, als würde sich das nicht verbinden. Das ist schon richtig so. Einfach bis alles zusammenkommt. So, das reicht uns auch schon. Nicht überkneten. Wir können den jetzt einfach mal eine halbe Stunde noch kalt stellen, dass sich die Zutaten gut verbinden. Und in der Vorheizzeit können wir schon mal den Ofen vorheizen auf 200 Grad Ober-Unterhitze und schon mal die Kuvertüre für die Baiserböden schmelzen. So, die Kuvertüre, hier die Zartbitterkuvertüre, gerade schön zu Stücken verarbeiten. Und ich gebe sie dann noch in den Thermomix, damit sie einfach schneller schmelzen. Dann habe ich kleinere Stücke. Ihr könnt hier dann von der Kuvertüre auch eure eigenen Raspel für die Sahne nachher machen. Oder aber fertige Raspel kaufen. Diese hier brauchen wir aber jetzt, um sie zu schmelzen und um unsere Baiserböden damit zu bestreichen. Dass wir einfach so eine schöne Schichtung in der Torte haben und dass die Baiserböden auch festhalten, denn die neigen natürlich zum Schmelzen, weil sie so zart sind. Grad schmelzen lassen, das waren jetzt 200 Gramm Zartbitterkuvertüre. So, jetzt können wir unsere Böden schon mal von beiden Seiten mit der geschmolzenen Kuvertüre bestreichen. Die muss jetzt nicht großartig temperiert sein, es kommt ja alles in die Torte. Den hier habe ich mir schon zurechtgeschnitten, der war etwas breiter gelaufen. Und da ist es dann wichtig, dass man einfach die Seiten so schneidet, dass er auf 26 cm wieder kommt. Mit einer dünnen Schicht Schokolade bestreichen. Und es sollte unbedingt zartbitter sein, weil sonst wird das Ganze viel zu süß. Denn die Baiserböden sind ja sehr, sehr süß. Schokobaiser sozusagen ist das jetzt hier. So. Das mache ich jetzt mit beiden Böden und zwar auch auf der Rückseite. Also ich lasse das jetzt kurz antrocknen, dann drehe ich das Ganze auch auf der Rückseite einstreichen mit Schokolade. Den zweiten Boden auch schön einstreichen. Inzwischen ist unser Mürbteig auch schön durchgekühlt.
Den können wir jetzt 3 mm auf 26 cm ausrollen ungefähr. Ein bisschen rund drücken erstmal, damit wir es leichter haben. Ich werde den jetzt hier auf der Backmatte backen. Das Rollholz ein bisschen einmehlen, aber nicht viel. Da können wir hier schauen mit der Backform oder mit dem Backring. Gerade ein bisschen eindrücken. So, dann haben wir nämlich 26 cm sozusagen ausgestochen. Dann kann man das hier abnehmen, den Rest. Gerade noch ein bisschen zusammenschieben hier, dass wir einen schönen Mürbteigboden bekommen. Ungefähr 3 bis 5 mm, also wie ihr es am liebsten habt. Dann ziehe ich mir den Boden auf mein Backblech und backe ihn für ungefähr 12 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze, ungefähr in der Mitte des vorgeheizten Backofens. So, der Boden ist fertig gebacken. Sehr schön sieht er aus. Ich lasse ihn gerade auskühlen auf meinem Blech und in der Zeit schlage ich mir schon mal die Sahne steif. 1000 Gramm Sahne, ich mache das auf 2 Portionen verteilt, dann geht es einfacher. Dazu kommt Zucker und zwar 80 Gramm Feinzucker, den lasse ich dazu rieseln. Anschlagen und dann schön steif schlagen. Bevor ich jetzt die Sahne ganz steif schlage, gebe ich noch etwas Vanilleextrakt hinzu, ungefähr einen Teelöffel. Das mache ich jetzt wie gesagt in 2 Portionen und ich werde noch ein Gläschen Amaretto hinzugeben gleich. Kann man schon mal abmessen, so ein Gläschen. Das dient dazu, dass einfach unsere Torte besser einfriert und schöner friert, nicht so kristallig ausfriert. Bisschen noch Amaretto hinzu oder Rum. Sehr schön, die Sahne ist steif geschlagen. Jetzt hebe ich hier die Hälfte meiner Zartbitterraspeln. Also insgesamt nehme ich ja 100 Gramm Zartbitterraspeln. Hier nehme ich jetzt so die Hälfte, also 50 Gramm darunter. Und dann hier nochmal von dem Krokant, da habe ich 150 Gramm Krokant, also wieder die Hälfte, so Pi mal Daumen. Na, 75 Gramm ungefähr. Einfach gerade unterheben. Wunderschön. Dann haben wir nämlich unsere Sahnefüllung für die Torte, zumindest die eine Hälfte schon mal fertig. Das Ganze mache ich jetzt mit der anderen Sahne auch. Dann stelle ich das nochmal kalt, damit mir das hier nicht wegfließt bei der Wärme. Und damit füllen wir dann nachher die Torte. So, die zweite Sahne ist auch fertig. Zucker ist drin, Amaretto ist drin oder Rum, könnt ihr auch nehmen. Zartbitterraspel und der fantastische selbstgemachte Krokant. Und gerade noch unterheben. Oh, Wahnsinn. Eine fantastische Sahne ist da entstanden. Jetzt habe ich hier meine beiden Schüsseln für die Torte und wir können die Torte füllen. So, der übliche Aufbau, Drehplatte, damit wir nachher gut arbeiten können. Sugar Princess Cakeboard, Tortenpappe. Darauf werde ich jetzt den Mürbeteigboden geben. Der riesige Keks, der ist inzwischen ganz gut abgekühlt. Vorsichtig hier drauf geben. Das ist die Grundlage unserer Torte. Wir stellen uns den Tortenring darum. Da könnt ihr meinen 10er nehmen oder auch den 15er, falls der in eure Gefriertruhe passt. Bedenkt das bitte, denn die Torte wird ja eingefroren. Klemmhebel festziehen und dann geben wir uns auf den untersten Boden jetzt schön Marmelade. Und zwar einfach eine dünne Schicht Marmelade. Ich habe jetzt hier eine 3 Beeren kernlos. So das halbe Glas, denke ich, sollte reichen. Streichhilfe und da können wir uns das schon mal als Grundlage hier schön verstreichen. Das dient einfach als Kleber für den Biskuitboden, der jetzt gleich oben drauf kommt. Das gibt uns dann auch noch eine schöne fruchtige Note in der Torte. Jetzt kommt hier mein Tortenboden drauf, der Biskuitboden. Und zwar ist der von meiner Caipirinha-Torte noch übrig geblieben. Die hatte ich mir eingefroren. Sehr schön. Und jetzt kommt hier die erste Schicht Sahne oben auf.
Also das ist wirklich eine fantastische Festtorte. Ich kann euch sagen, da bleibt kein Auge trocken. Alle werden sich drum reißen, weil es ist etwas ganz Besonderes, was man wirklich nicht alle Tage bekommt. Da muss man schon an den Niederrhein fahren und selbst dann kriegt man sie nicht mehr. Glatt streichen. Ihr könnt hier natürlich auch mit Folie arbeiten. Die Folie findet ihr auch bei mir im Shop. Dann geht es vielleicht insgesamt einfacher auch beim Rausholen dann der Torte. Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht beachtet. Hätte ich vielleicht auch besser machen sollen. Also ihr nehmt am besten eine Tortenrandfolie. Dann lässt sich nachher auch die Torte, die eingefrorene Torte, leichter vom Ring lösen. Wir haben hier die erste Schicht Grillage-Sahne auf dem Boden. Jetzt gebe ich hier den ersten Baiser-Boden drauf, der ja schön mit Schokolade jetzt eingestrichen ist. Drücke den so ein bisschen an und gebe jetzt hier die zweite Schicht Sahne oben auf. Streich die wieder glatt. Ja, das passt alles rein. Also der 10er Tortenring reicht, aber es wird schon eine hohe Torte. Also ihr seht es hier, wirklich eine Festtorte. Übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, man kann hier die Streichhilfe so einhängen an jede Schüssel. Dafür ist nämlich diese Rundung da. Jetzt kommt der zweite Boden hier oben auf. So wird die Torte jetzt erstmal für mehrere Stunden eingefroren und dann werden wir sie ringsrum eindecken mit Sahne. Und ja, sie wird natürlich geeist serviert, also leicht angetaut. So, ihr seht, meine Torte ist ziemlich stark gefroren. Man sieht es hier außen an dem Beschlag. Hier oben auf gebe ich jetzt mit dem Ring schon mal meine erste Ladung Dekorsahne. Die ist nicht besonders steif geschlagen, einfach weil sie sich dann schneller und besser verstreichen lässt. Den Rest kann ich immer noch steifer aufschlagen. Ich verstreiche die gerade hier oben, dass wir hier eine glatte Schicht bekommen. Und ihr werdet sehen, die zieht dann auch schnell an, deswegen muss man hier relativ zügig arbeiten. Einfach, dass wir hier eine schöne glatte Oberfläche bekommen. Ich habe mir nochmal 400 Gramm Sahne aufgeschlagen, also es ist wirklich eine Torte mit viel Sahne, aber das ist ja auch eine Festtagstorte und da darf das auch sein. Sehr schön, jetzt werden wir uns den Ring entfernen. Wir schneiden hier vorsichtig entlang. So, können wir jetzt dann hier hochziehen. Also ein bisschen aufmachen vielleicht. Und dann können wir hochziehen. Und da sieht man schön noch die einzelnen Schichten der Torte. Und jetzt werden wir natürlich noch den Rand einkleiden mit Sahne und hier oben schön dekorieren. Einfach gerade den Rand mit Sahne einstreichen, dass wir hier eine schöne Schicht haben. Dass die Torte schön weiß außenrum auch ist. Und für so eine Festtagstorte braucht man dann schon auch noch eine Menge Sahne für außenrum. Das ist einfach die schiere Höhe der Torte bedingt es. Also haltet da noch ein bisschen Sahne bereit. Zumal wir hier noch mit dem Kamm abziehen wollen, deswegen brauchen wir hier schon eine gewisse Menge an Sahne, damit wir mit dem Kamm überhaupt ein Muster ziehen können. Also erstmal so ein bisschen mehr auftragen. Einmal ringsrum eingestrichen ist. Ich gehe jetzt hier mit einem Zackenkamm rum. Da kann man sich natürlich auswählen, welche Seite man möchte. Ich nehme jetzt die etwas grobere Seite. Sehr schön sieht es aus. Hier oben noch mal kurz gucken. So, ihr könnt die Torte jetzt entweder mit dem kleinen Einteiler 14 Stücke wählen, aber ich nehme jetzt 16, da muss ich den großen verwenden. Einfach deswegen, weil die Torte natürlich recht mächtig ist, dass nicht jeder so ein Riesenstück hat. Deswegen nehmen wir jetzt hier mal den großen Einteiler und drücken uns 16 Stücke ein. Jawohl. Ja, jetzt kommt die festliche Verzierung der Torte. Da könnt ihr entweder Rosetten spritzen oder eben kleine S-Formen. Ich mache jetzt mal eine S-Rosette mit einem kleinen Ausläufer. Und hier lasse ich einen kleinen Rand frei, da kann ich noch ein bisschen krokant aufstreuen nachher. Und die letzte. Jetzt haben wir natürlich noch von unserem Krokant etwas übrig. Da könnt ihr übrigens auch den Krokant in einem Glas einfach aufbewahren, an einem kühlen Ort. Da gebe ich jetzt hier außen auf den Rand, passend zur Torte, denn es ist ja eine Grillage-Torte, ein paar Krokantstückchen noch. Auf jedes Stück außenrum.
So, dann machen wir den Kreis voll. Sehr schön sieht es aus. Jetzt gebe ich in die Mitte noch ein paar Raspeln. Zu allerletzt kommt jetzt auf jede Rosette ein Zebraröllchen. Denn die Torte hat ja auch innen drin so eine Art Streifenlook durch die verschiedenen Schichten. Und da passt das einfach wirklich wunderbar. Und die letzte. Wunderschön sieht unsere Grillage-Torte jetzt aus, unsere Eissplittertorte. Und wir werden sie gemeinsam probieren. Lasst sie vor dem Servieren natürlich etwas antauen, denn sonst wird es richtig schwierig mit dem Schneiden. Das muss man so ein bisschen abschätzen aufgrund der Temperatur, die außen herrscht und aufgrund der Stundenzahl, die die Torte eingefroren war. Wenn sie über Nacht gefroren war, dann würde ich sagen, lasst sie auf jeden Fall eine Stunde draußen stehen. Ich habe jetzt hier ungefähr eine halbe bis eine Dreiviertelstunde daran gearbeitet noch an der Fertigstellung und ich werde sie jetzt gleich anschneiden und dann sehen wir ja, wie hart sie ist. Und dann kann ich es euch so ungefähr sagen. Dann lasst uns anschneiden, das wunderschöne Stück. Den Kaffee mal ein bisschen zur Seite, damit wir hier Platz haben zum Schneiden. Und los geht's. So. Es ist natürlich ein bisschen anderes Schneiden als bei einer normalen Torte. Ein bisschen länger könnte sie auch noch antauen. Vielleicht habt ihr ja auch ein elektrisches Messer, dann geht es sicherlich besser. Ich habe das Messer jetzt so ein bisschen heiß gemacht, damit ich einfach hier durch die gefrorenen Schichten durchkomme. Jetzt sehen wir hier unsere unfassbar schöne Eistorte. Der absolute Wahnsinn mit den verschiedenen Schichten. So. Wunderschön. So, meine Lieben, die Torte ist serviert. Natürlich, das Anschneiden ist nicht ganz so einfach. Ich hatte sie ja auch jetzt über Nacht gefroren. Es reichen auch 3 Stunden. Dann ist sie nicht ganz so hart innen drin und man muss nicht ganz so lang warten, bis man sie gut schneiden kann. Natürlich, das Messer sollte sehr scharf sein. Es sollte ein bisschen erhitzt sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde sie für euch probieren, dieses wunderschöne Törtchen. Ein Gedicht. Ein Gedicht, ich sage euch. Der absolute Wahnsinn. Also eine Praline sondergleichen. Also davon kann man wirklich nur ein kleines Stück essen, aber ein Gedicht, absolut ein Top-Traum von Torte. Das war die fantastische Grillage-Torte oder auch Eissplittertorte. Eine wunderbare Festtorte für den Sommer. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kreationen mit dieser Torte. Für welchen Festtag werdet ihr sie zubereiten? Es ist wirklich eine wunderschöne Torte, raffiniert. Probiert sie unbedingt einmal aus und vergesst bitte auch nicht im Shop vorbeizuschauen. Sommer 25 ist die Sommeraktion. Mit diesem Code bekommt ihr 10% Rabatt auf alles, noch bis Ende Juli. So lang ist es nicht mehr, also gönnt euch alles, was ihr schon immer mal haben wolltet. Ja, wir sehen uns nächsten Sonntag hier wieder. Bis dahin macht's gut. Viel Spaß beim Backen und beim Genießen. Tschüss!